Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute soll es mal um die Optimierung gehen der Einnahmen bei der Vermietung. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Punkt, wo man noch ein bisschen nachstellen kann, um das ein bisschen zu optimieren. Ich zeige euch da ein paar Punkte, bleibt dran, bis gleich. Ja, jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Punkte an. Ich habe mir natürlich wieder ein bisschen was notiert und vorher überlegt über die Themen, über die ich sprechen möchte. Grundsätzlich ganz wichtiges Thema für eine Optimierung, und das habe ich auch schon ganz oft erwähnt in verschiedenen Videos, die Ferien beachten. Also ich finde ganz wichtig, die Ferien zu beachten, wenn ihr noch ein bisschen was optimieren wollt in Sachen Einnahmen. Da gibt es auch ein Video Kalendereinstellung, da ist das auch ganz, entweder kam es letzte Woche oder es kommt nächste Woche. Da geht es ganz stark darum, wie man die Ferien einstellt, und da wird dann auch relativ schnell klar, warum die Ferien so wichtig sind. Ganz wichtig möchte ich dazu noch sagen, Ferien ist natürlich nur wichtig, wenn ihr ein Mobil habt, was auch für Familien geeignet ist. Also wir reden jetzt von, naja, ich sag mal 3 Betten aufwärts, ne? Oder aber zum Beispiel ein Kastenwagen, der 2 Einzelbetten hat, mit in der Mitte eine Einlage, ja, sodass man ein großes Bett erzeugt, sodass ein Kind, ja, was schulpflichtig ist, dort auch noch mit in der Not liegen kann. Oder natürlich Kastenwägen mit Aufstelldach. Ne? Also Mobile, die für Familien wichtig sind. Ne? Wenn ihr natürlich nur ein Querbett habt in so einem Kastenwagen, wo 2 Leute schlafen können, dann habt eure Zielgruppe ist dann hauptsächlich natürlich Paare ohne Kinder oder Ältere, wo Kinder schon nicht mehr im Haus sind und nicht mehr mitfahren oder was. Da sind die Ferien natürlich der falsche Ansatz. Dann habt ihr natürlich eine andere Zielgruppe. Dann saisonale Preise beachten. Das hat auch noch mal ein bisschen was mit den Ferien zu tun, aber die Ferien sind ganz speziell gemeint. Saisonal ist natürlich zu gucken, auch zum Thema Kalendereinstellung nochmal, schaut euch das Video ruhig an, wann kann ich welchen Preis nehmen, wann ist welche Saison. Nicht ganz pauschal einen Preis nehmen, weil dann seid ihr manchmal zu teuer und manchmal zu günstig. Ne, zu teuer kriegt ihr keine Buchung oder weniger, seid ihr zu günstig, verschenkt ihr Geld. Ja, es geht ja jetzt nicht nur darum zu sagen, oh, gierig sein und so. Ne? Nein, es geht darum, dass ihr natürlich irgendwo Geschäftsleute seid und geschäftlich denken müsst und natürlich der Wertverlust bei den Mobilen, bei der Benutzung auch da ist. Und ihr sollt ja auch gucken, darum geht es ja auch in dem Video heute hier, dass ihr das so optimiert, dass ihr natürlich das Perfekte für euch rausholt und dass es Sinn macht auch und am allermeisten Sinn macht. Ne? Ihr seid ja im Endeffekt Konkurrenten von hauptberuflich richtigen Vermietungen. Und ich rede jetzt nicht über kleine, sondern ich meine jetzt richtige große, ja, die das komplett machen, die deutschlandweit bekannt sind. Und die gucken auch auf ihre Zahlen und so. Ne? Und die geben den Kunden da auch nicht Geschenke mit. Ne? Jeder muss gucken, dass es natürlich Sinn macht. Ja? Und wenn die Mobile jetzt momentan auch teurer werden, ja, dann ist ja auch nicht oder vollkommen nachvollziehbar, dass die Preise auch irgendwo teurer werden müssen, weil sonst passt die ganze Kalkulation nicht. Ne? Wenn ihr eure Mobile jetzt für 5.000 oder 10.000 Euro mehr einkauft, dann passt die Kalkulation ja nicht mehr. Dann muss logischerweise auch der Mietpreis eigentlich schon höher sein. Das ist momentan ja auch möglich, die Nachfrage ist riesig. Also passt das saisonal an, in welcher Zeit ist welche Zielgruppe für euch zuständig oder passend, weil ihr das perfekte Mobil habt oder eben auch nicht, und da ein bisschen anpassen. Regionale Mitanbieter beachten. Das ist auch immer ein ganz wichtiges Thema, dass ihr drauf schaut, was habt ihr in eurer Region für, ich sage jetzt nicht Konkurrenten, sondern Mitanbieter, Kollegen, die das auch machen, die auch bei Paul Camper oder einer anderen Vermietung, je nachdem wo ihr seid, ne, sind und dort vermieten. Denn jemand, der jetzt zum Beispiel ein Alkovenmobil sucht, weil er von mir aus 4 Kinder hat, will das einzeln haben, ohne umbauen oder mehr Kinder, der wird natürlich nach Alkovenmobilen suchen. Also gucke ich jetzt zum Beispiel, was gibt es bei mir in der Nähe, 50 Kilometer, 100 Kilometer Umkreis für Alkovenmobile. Was bieten die für Preise an, in welcher Saison? Und daran muss man sich so ein bisschen orientieren. Ne? Wenn ihr mit den Preisen drüber seid, geht, klar, dann ist aber davon auszugehen, dass vielleicht die Buchungen weniger werden, weil die ganze Konkurrenz, die sonst solche Mobile haben wie ihr, vielleicht vorher gebucht werden. Ne? Dafür ist es aber wiederum so, dass ihr habt weniger Buchungen, aber ihr habt mehr Einnahmen
und weniger Wertverlust, weil euer Mobil weniger benutzt wird. Ja, das ist immer eine Frage, wie ihr das so angehen wollt. Kann beides Sinn machen. Ja. Muss natürlich auch ein bisschen Buchungen zustande kommen. Ne? Wenn ihr nur ein bisschen weniger Buchung habt, eine Woche weniger, zum Beispiel weil die Nachfrage so hoch ist, dass ihr trotzdem das Jahr quasi für euch voll kriegt, super Lösung. Mehreinnahmen und trotzdem viele Buchungen, perfekt. Ja. Muss man schauen, muss man sich die Konkurrenz anschauen, wie viele da wirklich auch da sind. Wenn ihr die Einzigen seid, die so ein Mobil haben im weiten Umkreis, noch besser. Dann, ganz wichtig, Kilometer beachten. Ich finde es auch ganz wichtig, dass es im Vorfeld kommuniziert wird mit den Mietern. Bevor ich ein verbindliches Angebot raussende, die Anfrage quasi gekommen ist, dann kommuniziere ich erstmal mit den Mietern, was haben die vor. Das ist erstmal das Wichtigste für mich. Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, was die genau für einen Urlaub planen, ob das am Meer sein soll oder in den Bergen, sondern wie weit wollen die fahren. Und wenn ich da hört man dann schon raus, was die vorhaben. Manche wissen es ja nicht so richtig, aber die sagen dann vielleicht, ja, wir in die Richtung. Wenn die dann sagen, ja, wir wollen in 10 Tagen nach Kroatien und wieder zurück oder nach Südspanien oder was, ne, dann merkt ihr ja sofort, oh, so und so viele Kilometer, passt das? Wie viele Kilometer fahren die Nacht oder pro Tag? Ja? Im Durchschnitt, vielleicht fahren die auch als Paar einfach durch und ziehen die Kilometer wirklich durch. Aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ob die Kalkulation stimmen kann, ob Sinn macht. Wenn die zu viele Kilometer für mich fahren, dann ist das für mich als Vermieter schon gar nicht mehr interessant. Dann ist es sogar so, dass ich dann vielleicht sage, nee, passt nicht, ihr kommt über die Kilometer drüber. Ich persönlich, habe ich auch in verschiedenen Videos schon gesagt, ich begrenze das. Ne? Und ich kommuniziere auch, unabhängig von Paul Camper, für mich privat, nachhinein auch mehr Kilometer, weil es sonst nicht funktioniert. Und ich so auch ich kann sicherstellen, dass da nicht jemand wiederkommt und hat mir 8000 Kilometer drauf gefahren, weil er einfach als Paar abwechselnd eine Rundreise gemacht hat, wie verrückt. Ne, weil das ist unwirtschaftlich und das ist ein Minusgeschäft, abgesehen von dem Aufwand, den ich habe. Ne? Also Kilometer ganz klar begrenzen, meine Meinung, oder beachten, ne, die Kalkulation muss stimmen. Wenn ihr mehr Geld kriegt für mehr Kilometer, ist ja auch okay. Ja, es muss einfach nur zusammenpassen. Und ganz wichtig, auch vorher kommunizieren, dass das vorher klar ist, bevor unterschrieben ist oder die Anfrage bestätigt wurde, schriftlich und so weiter und so fort, bevor es safe ist, kommunizieren, sodass die Mieter auch Bescheid wissen und dann sagen, ja, okay, wissen wir Bescheid, so und so viele Kilometer, das passt uns, machen wir so. Dann gute Planung habe ich mir aufgeschrieben, pro Woche. Und zwar ist damit gemeint, ihr habt jetzt 2 Wochen Osterferien. Ne? Also vorausgesetzt, ihr habt natürlich ein Mobil, was zu den Ferienzeiten passt, wie bei mir jetzt zum Beispiel. Ne? Das ist für mich Ferienzeit ist für mich Hauptsaison, weil da natürlich viel Nachfrage ist, weil mein Mobil dazu passt. Ne? Wenn das so ist und es sind zum Beispiel 2 Wochen Osterferien, dann versuche ich, eine 2 Wochen Anmietung zu bekommen oder eine 10 Tage Anmietung oder eine 12 Tage Anmietung. Der Hintergrund ist, wenn da jemand jetzt zum Beispiel anfragt für 6 Nächte in den Ferien, von mir aus Freitag oder von Samstag zu Freitag, ja? Oder vielleicht sogar von Sonntag zu Samstag oder so, ne? Sodass 1,5 Wochen quasi gecrashed sind von den Ferien, dann muss ich mir überlegen, möchte ich das überhaupt? Ist zwar schön, dass ich eine Anfrage bekomme, aber blockiere ich mir damit eine große Anfrage? Ja? Das ist auch ein bisschen Erfahrungssache, wie das bei euch in der Region ist, wie das bei eurem Mobil ist, ob das grundsätzlich viel rausgeht oder wenig. Ja? Aber man kann sich natürlich mit so einer kleinen Anfrage, die restlichen Ferien, diese restliche große Möglichkeit der Einnahmen verbauen oder blockieren. Oder vielleicht auch, ihr habt 2 Wochen Ferien und jemand möchte von quasi der ersten Ferienwoche Mitte zur zweiten Ferienwoche Mitte fahren. Dann blockiert ihr euch die kompletten 2 Wochen Ferien. Ja, also das ist ganz wichtig zu beachten. Was ist das für eine Anfrage? Blockiere ich mir damit eine große Anfrage. Ja? Länger ist immer besser. Dann, ganz wichtig, habe ich mir als nächstes aufgeschrieben, zu kurze Zeiträume sind schlecht. Gemeint ist da zum Beispiel, zeige ich auch in dem Kalendervideo, bei mir sind immer 6 Nächte Minimum. Also 7 Tage Anmietung ist Minimum, egal zu welcher Zeit. Der Hintergrund ist, dass für mich, meiner Meinung nach, der Aufwand, den man drumherum hat, Übergabe, Rückgabe und was noch so alles da dabei ist, zu groß ist, auch vom Zeitaufwand, dass es dann keinen Sinn macht, wenn ich zum Beispiel für 3 Nächte rausgebe. Oder nur übers Womende, hier mal kurz und langes Wochenende, ist alles für mich nicht sinnig.
Der Hintergrund ist natürlich, dass erstens der Wertverlust da ist, ist klar, der ist ja immer da, aber auch der ganze Aufwand drumherum, diese Stunden, die ihr investiert, die müssen natürlich irgendwo logischerweise aufgefangen werden. Wir wollen ja das ist ja kein Hobby. Und wenn dann die Mietzeit zu kurz ist, dann hat man einfach viel zu viel Aufwand für eine viel zu kurze Zeit. Ja? Und deswegen bin ich dafür, die Zeiträume nicht zu kurz zu machen. Ist natürlich eure Entscheidung. Ich habe auch von Bekannten schon gehört, die neu angefangen haben, die haben mal übers Wochenende gemacht, um erstmal Erfahrungen zu sammeln und vor allem Bewertungen zu sammeln. Positive Bewertungen. Wichtiges Thema. Das ist natürlich ein Hintergrund, wo man sagen kann, okay, alles klar, ich mache hier jetzt vielleicht ein bisschen Minus in Sachen Zeitaufwand, aber ich komme rein, ich fange erstmal an und ich sammle viele Bewertungen, die natürlich auch wichtig sind. Das ist wieder ein anderer Hintergrund. Aber wenn ihr einfach nur noch vermieten wollt, versucht die Zeiträume so lang wie möglich zu bekommen. Jackpots sind natürlich 3 Wochen oder so, das ist ja super. Einmal Aufwand, 3 Wochen Einnahmen, keine Lücken dazwischen, perfekt. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich es mir nochmal extra, dann habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber möchte ich nochmal erwähnen, die Lücken dazwischen. Hat jetzt nichts mit Rendite zu tun, aber versucht, möchte ich nur kurz erwähnt haben, versucht Lücken zu lassen, ne, zwischen den einzelnen Anmietungen. Nicht Tag für Tag, also Rückgabe am Freitag und Anmietung wieder am Samstag. Das geht vielleicht noch, da habt ihr einen Tag, könnt Kleinigkeiten reagieren, aber so Rückgabe am selben Tag bin ich absolut dafür, das zu lassen. Ne? Also frühst zurückgeben, Nachmittag schon wieder rausgeben, versucht das zu vermeiden. Das hat mit Rendite nichts zu tun, da könnt ihr zwar vermeintlich einen Tag mehr Umsatz machen, aber in dem Fall sorgt das für Stress ohne Ende und Probleme ohne Ende, würde ich nicht machen. Ne? Das nur am Rande. So, Winter überdenken habe ich mir aufgeschrieben. Es geht ja hier in dem Video darum, sinnvoll Mehreinnahmen zu erzeugen. Und natürlich kann man sagen, ja, wenn ich im Winter vermiete, mache ich mehr Einnahmen, wie wenn ich nicht vermiete. Ist richtig, grundsätzlich, klar. Allerdings gibt es auch ein Video dazu, Winter ja, nein. Man muss überdenken, ob es im Winter wirklich insgesamt Sinn macht, auch zu vermieten. Da ist natürlich grundsätzlich abhängig davon, ob ihr überhaupt das Mobil angemeldet habt im Winter oder extra anmelden würdet, mit Versicherungen und allem, nur um zu vermieten. Aber ihr habt im Winter weniger Einnahmen, weil die Saison ist natürlich so, dass ihr weniger nehmen könnt. Ihr habt mehr Aufwand, weil Reinigung und so ist ein höherer Aufwand und Vorbereitung. Ihr habt auch mehr Aufwand in Sachen frostsicher machen. Denn wenn das Mobil zurückkommt und wurde benutzt, dann müsst ihr natürlich euch hinstellen und müsst es wieder frostsicher machen und so weiter und so fort. Also im Winter viel mehr Aufwand, viel mehr Zeitinvestition für weniger Einnahmen. Da müsst ihr gucken, ob das wirklich Sinn macht, ob das wirklich auch tatsächlich mehr Einnahmen erzeugen kann. Wenn es das macht, ihr das vielleicht sowieso permanent benutzt oder einen Stellplatz habt, wo der frostsicher ist, wo ihr diese Zusatzaufwand nicht habt, ja, dann ist das natürlich wieder was anderes. Vielleicht seid ihr auch in einer Region, die in Sachen Wintersport wirklich da so ein Mobil benutzt und da die Nachfrage auch viel hoch ist, wo viel Schnee in der Nähe ist und so weiter. Da gucken, ob es Sinn macht, kann natürlich da mehr Einnahmen erzeugen, kann aber auch viel mehr Aufwand und dementsprechend weniger Einnahmen oder vielleicht sogar Minusgeschäft sein. Das müsst ihr natürlich für euch checken. Kalenderpflege, ja. Auch fürs nächste Jahr. Wichtig ist Kalenderpflege im Allgemeinen, nicht nur die Einstellung, habe ich ein Video, wie gesagt, dazu gemacht, wo ich zeige, wie ich das einstelle, aber auch die Pflege. Das heißt, wenn ihr was blockiert, weil ihr vorhabt, selbst das Mobil zu benutzen und das ist dann hinfällig, weil jemand keinen Urlaub bekommt oder vielleicht ein Kind krank wird oder vielleicht da irgendein Termin in der Familie ansteht, wo ihr merkt, okay, da müssen wir hin, können wir nicht wegfahren. Dann achtet darauf, dass ihr den Kalender wieder freilegt. Ne? Nicht, dass ihr die Blockierung drin habt und am Endeffekt da so eine Woche blockiert oder 2. Genauso ist es, plant schon den Kalender fürs nächste Jahr. Es ist zwar seltsam zu sagen, ja, wir haben jetzt hier Januar oder Februar, nächstes Jahr Kalender ist, warum soll ich mir den schon anschauen? Aber es ist schnell gemacht, innerhalb von einer halben Stunde, maximal habt ihr den Kalender dort schon mal eingestellt, die Flexzeiten, die Ferien rausgesucht, auch in den Nachbarbundesländern, wie ich es immer so empfehle, und dann habt ihr den eingestellt fürs nächste Jahr. Es kann ja sein, dass ein Mieter, warum auch immer, es gibt Leute, die planen gerne vor, für nächstes Jahr Ferienzeit sein Mobil schon sichern möchte. Weil er da schon weiß, okay, wie auch immer die Konstellation ist, da wollen wir weg, wir wollen das sichern. Dann kriegt ihr eine Anfrage und habt dann irgendeine komische Zahl an Preis da drin, die überhaupt nicht passt
und müsst dann dem Kunden sagen, ja, den Kalender habe ich jetzt noch nicht vorbereitet. Eigentlich sind wir bei 129 Euro anstatt 100. Bist du jetzt noch dabei oder bist du jetzt da raus? Oder, ne? Das ist immer unangenehm und störend. Also ruhig den Kalender immer ein Jahr im Voraus auch planen und immer mal reinschauen und anpassen. Wenn Situationen sich ändern, dann ändern sich die Preise und die Nachfrage und dann müsst ihr den natürlich anpassen. Nicht nur immer zum Negativen, sondern auch zum Positiven. Also Corona-Zeit, mehr Nachfrage, kann man die Preise natürlich anpassen nach oben. Ja? Es geht ja darum, ordentliche Einnahmen zu erzeugen für euch, die auch zum gesamten System passen und zur Nachfrage und zur Marktsituation. Ja? Ja, Flexpreissystem, Kalender habe ich gerade schon mal angeschnitten. Wie gesagt, in dem Video zeige ich euch das, wie ich das einstelle und wer das vielleicht noch nicht so macht, der kann da mal reinschauen. Dort seht ihr übrigens auch genau, taggenau und nachtgenau, wie viel Euro für die Versicherung abgehen, also zurückgehalten werden oder an die Versicherung gehen, wie viel Euro an Provision zurückgehalten werden und wie viel Euro ihr bei welchem Übernachtungsmietpreis, wie viel Euro ihr genau ausbezahlt bekommt. Das ist auch ganz interessant in Sachen Kalkulation und Planung. Ja. Wichtig auch, um Bewertungen bitten. Habe ich auch in diversen Videos schon gesagt, bittet eure Mieter im Nachhinein um Bewertung. Klar, bei der Übergabe, Rückgabe, tschüss, Bewertung bitten. Und wenn die nach ein paar Wochen noch nicht gekommen ist, ich sag mal nach 2 Wochen oder so, dann ruhig nochmal nachhaken per WhatsApp oder wie ihr auch immer Kontakt hattet oder Anruf oder so, nochmal nachhaken und alles gut, wieder alles gut und wieder gut angekommen im Berufsleben, bam, bam, bam. Wie sieht es denn aus? Habt ihr mal dran gedacht? Ich würde mich freuen, wenn ihr noch eine Bewertung hinterlasst. Das ist immer ganz schön. Und ne? Einfach mal nachhaken. Die Leute manchmal, die vergessen das ganz klar. Die sind wieder im Berufsleben, im Alltag und wenn ihr dann die mal kurz erinnert, ach ja klar, wollte ich ja noch machen. Ja, komm, mache ich gleich, gehe gleich rein. Und dann schreiben die kurz was für euch. Perfekt, wenn viele Bewertungen. Ich habe es sogar schon erlebt, haben sich welche gemeldet, das war vor 2, 3 Wochen erst, haben gesagt, ja, wir wollen das bei euch machen, wenn ich die Bewertung sehe, dann muss man ja noch zuschlagen. Ist natürlich ein riesen Mehrwert, gerade von privat an privat oder teilprivat. Also das ist ja mein eigenes Mobil. Ja, und die Leute müssen sich ja darauf verlassen, dass ich als Privatperson ordentlich bin und sauber bin und wie auch immer. Ne? Es geht ja jetzt, eine Firma ist eine Firma, das sind Mitarbeiter, die sich um so ein Mobil kümmern. Da gibt es ein Reinigungsteam, das sich kümmert. Bei Paul Kemper oder von privat an privat ist es ja eher so, dass ich als Person muss ja dafür herhalten, dass derjenige seinen Urlaub ordentlich machen kann. Und da ist für ihn natürlich ein riesen Mehrwert, wenn der merkt über Bewertungen, waren schon so und so viele Leute sehr zufrieden damit. War ordentlich, war sauber, war gepflegt, war zuverlässig. Ne? Man muss immer auch bedenken, die Leute hängen ihre Ferien, ihre Planung, ihren Haupturlaub quasi hängt zusammen mit der Sicherheit, dass das bei dir ordentlich klappt. Ne? Und Bewertungen sind Gold wert. Ne? Deswegen auch vorhin der Punkt, wo der Kollege gesagt hat, ich sammle erstmal Bewertungen. Kann auch Sinn machen, eine kürzere Mietzeit zu nehmen oder so, um einfach erstmal da schöne Bewertungen zu sammeln, weil die sind wirklich wichtig. Ja, und dann nochmal ein Punkt, es gibt auch ein Video zum Thema Schäden und zum Thema Kaution und so. Ganz wichtig, dass ihr da nicht zu nachsichtig seid. Es hört sich zwar immer übel an, aber diese richtigen hauptberuflichen, gewerblichen Mietstationen, die wirklich 50 Mobile rausgeben oder so, da kann man auch nicht sagen, ja, können wir darüber wegsehen. Die sagen auch ganz klar, nein, da muss man wirklich in Schubladen denken. Ein Schadenbearbeitungsversicherung. Leider ist es so, ist es wirklich so, weil sonst habt ihr, wenn ihr immer ein bisschen was unter den Tisch fallen lasst, habt ihr irgendwann ein Mobil, was nicht mehr schön ist, nicht mehr passt und Wertverlust habt ihr auch. Und wenn ihr es irgendwann verkaufen wollt, sind da Stellen dran, die ihr nie bezahlt bekommen habt. Also seid dort, macht dort keine Fehler in Sachen Schäden, guckt euch das ordentlich an, guckt euch Schäden an, dokumentiert das, dafür gibt es die Versicherung, kommuniziert diese Kautionverringerung, diese Selbstbeteiligungsverringerung mit den Mietern, dann ist das auch alles nicht so schmerzhaft, wenn das nur 250 Euro sind und lasst euch die Kaution auch immer ordentlich geben, dann könnt ihr da auch keine Fehler machen und somit auch nicht das Risiko haben, dass es unwirtschaftlich wird, wenn ihr, warum auch immer, vielleicht selbst drauf sitzen bleibt. Ja, vielleicht hat der ein oder andere noch ein bisschen was entdeckt, noch einen Punkt entdeckt, wo er sagt, ja, da kann ich drauf achten, da kann man noch ein bisschen was machen, das macht ein bisschen mehr Sinn. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos
Schön ist auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Das ist immer eine schöne Freude, eine kleine Bestätigung. Ansonsten schaut euch gerne auch die weiteren Videos an, rund ums Vermieten, ums Mieten und natürlich auch allgemeine Wohnmobilthemen und Camperthemen. Bis bald. Ciao, ciao.